Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Heute wird's fruchtig, exotisch und historisch mit dem Rezept und der Geschichte des Mango-Chutneys. In Indien gibt es über 1000 verschiedene Mangosorten. Wir waren das letzte Mal selbst während der Mangosaison dort und konnten uns davon überzeugen, wie unglaublich vielfältig und unterschiedlich die schmecken. In Deutschland gibt es mittlerweile immer häufiger auch diese gelben Mangos zu kaufen. Das sind entweder Alphonso oder Honey Mangos. Die sind sehr, sehr süß, lassen sich sehr gut pur essen oder zum Beispiel zu einer Lassi verarbeiten. Für unseren Mango-Chutney sind die aber zu reif. Die würden unglaublich schnell verkochen. Deswegen nehmen wir stattdessen hier so eine große, etwas festere Mango, weil wenn wir die verarbeiten, haben wir am Ende noch so schöne Fruchtstücke, das mögen wir ganz gerne. Das hier ist jetzt eine ganz normale brasilianische Mango, die solltet ihr eigentlich in jedem Supermarkt bekommen. Schneidet eure Mango zunächst entlang des Kerns in 3 Teile. Entfernt dann die Schale am Kern und schneidet das Fleisch in kleine Würfel und legt sie zur Seite. Diese Mango ist ein bisschen fester als wir gedacht haben, das macht aber nichts. Sie wird nach dem Kochen die perfekte Konsistenz haben und bringt genau die richtige Menge Säure für unser Chutney mit. Den Teil heben wir uns für später auf. Diese kleinen Fruchtfleischstücke, die kommen nämlich erst später in unser Chutney und geben dem Ganzen eine schöne, leckere Textur. Die Schalen löffeln wir aus und schneiden das Fruchtfleisch ebenfalls in kleine Würfel. Diesen Teil kochen wir dann später zur Basis des Chutneys ein. Außerdem schälen und schneiden wir noch ein wenig Ingwer, der extrem gut mit dem Geschmack der Mangos harmoniert. Nehmt euch dabei ein wenig Zeit und schneidet den Ingwer sorgfältig ganz fein. Chutneys kocht man in Südostasien wirklich schon seit Jahrhunderten auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es ist wirklich so, dass es viele Rezepte gibt, die komplett ohne Öl, Zucker und Säure auskommen. In Europa assoziiert man aber mit Chutney vor allem immer diese Art süß-würzige Konfitüre. Das liegt daran, dass diese Art Chutney besonders lange haltbar ist und auch den Seeweg von Indien nach Europa gut überstanden hat. Tatsächlich ist es so, dass man sagt, die Mango hat Festlandeuropa als erstes in Chutney-Form erreicht, weil die frischen Früchte auf der Überfahrt immer verdorben sind. Eine Person, die sehr darunter gelitten hat, dass sie keine frischen Mangos essen konnte, war Queen Victoria. Obwohl sie den Titel Empress of India trug, war sie selbst nie in Indien und konnte sich nur durch Bilder und Geschichten ihres Beraters Abdul vorstellen, wie es dort sein mochte. Dabei hatte es ihr besonders der König der Früchte, die Mango, angetan. Aber da die Früchte auf der langen Überfahrt immer schlecht geworden sind, musste sie wohl mit Chutney Vorlieb nehmen. Zu dieser Zeit wurde Chutney gerade sehr populär in Großbritannien, vor allem Major Grey's Chutney. Major Grey, sofern es ihn wirklich gegeben hat, war ein Offizier der British Army und lange in Indien stationiert. Nach seiner Pensionierung hat er dann tonnenweise Mango-Chutney nach Großbritannien importiert und auch heute produzieren einige große Marken Chutney nach dieser Rezeptur. Die Zubereitung unseres Mango-Chutneys ist echt super einfach. Erst die Gewürze und den Ingwer kurz anbraten, bis er nicht mal roh riecht. Dann kommt schon der erste Teil Mango, Kurkuma, Salz und Zucker hinzu. Der Zucker löst sich jetzt schon auf und die Mangos verlieren sukzessive ihr Wasser. Jetzt können wir die Hitze reduzieren. Wir machen das hier bei uns auf, ich sag mal, mittlere Stufe, 4 von 9 bei uns am Herd und machen den Deckel drauf. Das Ganze kann jetzt in Ruhe köcheln und dann schauen wir es uns in 10 Minuten nochmal an. Die eingekochten Mangos sind jetzt schön zart und wir können sie gut zerstampfen. Das erkennt ihr auch daran, dass sie so glasig aussehen. Die zerstampften Mangos bilden die Basis für unser Chutney. Gebt jetzt die restlichen Mangostücke hinzu und schmeckt das Ganze noch mit Limettensaft ab. Dann lassen wir das Chutney geöffnet nochmal etwa 10 Minuten leicht köcheln. Dadurch verdampft das Wasser der frischen Mangostücke und wir bekommen diese typische Chutney-Konsistenz.
Wenn ihr auch eine sehr feste Mango erwischt habt, dann lasst sie nach den 10 Minuten nochmal für weitere 5 Minuten bei geschlossenem Deckel köcheln. Anschließend könnt ihr euer frisches Mango-Chutney direkt heiß abfüllen. Nicht wundern, das heiße Chutney sieht noch recht flüssig aus, aber es liegt beim Abkühlen ein. Wir gehen davon aus, dass das Mango-Chutney mindestens einen Monat haltbar sein sollte, aber ganz im Ernst, es ist so lecker, dass wir es immer schon nach 2 Wochen aufgegessen haben. Dieses Mango-Chutney ist unglaublich vielfältig. Ihr könnt es als Beilage zu einem Thali essen, ihr könnt es als Grillbeilage essen. Ihr könnt es auch, das ist mein persönlicher Geheimtipp, zu einer Käseplatte essen. Das ist der absolute Hammer. Wir hoffen, euch gefällt das Rezept und ihr teilt es fleißig mit euren Freunden und wir freuen uns auf die nächsten Videos mit euch. Bis dahin, tschüss!